Schön, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler. Ich bin Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie und geriatrische Pharmazie und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihrem Medikament wissen. Heute geht es einmal um den Blutdrucksenker Lisinopril. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv. Das bedeutet, es wird wieder sehr ausführlich. Für eine kurze Vorabversion lege ich Ihnen wie immer den Link zu Lisinopril Basic hier unten mit rein. Nutzen Sie auch gerne die Kapiteleinteilung hier unten, um zu gezielten Informationen zu springen. Und ansonsten können wir starten. Ihr Lisinopril findet hauptsächlich Anwendung einmal zur Blutdrucksenkung und gehört zur Standardtherapie bei einer Herzinsuffizienz. Es wird in der Regel einmal täglich angewandt. Es ist ja in vielen Wirkstärken auf dem Markt. Und der Vorteil am Lisinopril ist, dass Sie es unabhängig vom Essen einnehmen können. Das heißt, es ist ganz egal, ob Sie nüchtern sind oder etwas gegessen haben. Denken Sie nur dran, dass Sie es immer zur gleichen Tageszeit einnehmen und wenn möglich in etwa zur gleichen Uhrzeit. Bei einer eingeschränkten Nierenleistung sollte man daran denken, dass es zu einer Dosisanpassung kommen sollte und dass man auch regelmäßig 2 Parameter im Blut immer gut unter Kontrolle haben sollte. Das eine wäre das Kalium und das zweite wäre das Kreatinin. Aber darauf werde ich nachher in den Nebenwirkungen und Wechselwirkungen noch genauer eingehen. Um Ihnen nun einmal zu erklären, wie Ihr Lisinopril eigentlich in Ihrem Körper wirkt, möchte ich einmal ausholen. Das Lisinopril gehört zur Gruppe der sogenannten ACE-Hämmer. An diesem Begriff sehen Sie schon, dass da irgendetwas gehemmt wird und vermutlich das ACE. Dieser ganze Prozess läuft hauptsächlich in Ihrer Niere ab und zwar wird dieses ACE gehemmt. Das ACE ist ein Enzym, zur Vollständigkeit halber einmal, das ist das Angiotensin Converting Enzym. Und das hat eine Aufgabe, und zwar soll es einen Botenstoff in einen anderen umwandeln. Der erste Botenstoff heißt Angiotensin 1 und der entstehen soll, ist das Angiotensin 2. Dieses Angiotensin 2 hat nun in Ihrem Körper 2 Hauptwirkungen. Als erstes führt es dazu, dass die Gefäße verengt werden. Das heißt, der Blutdruck kann unter einer erhöhten Bildung des Angiotensin 2 steigen, weil die Gefäße sich verengen. Als zweites führt das Angiotensin 2 dazu, dass in Ihrem Körper das sogenannte Salzhormon Aldosteron ausgeschüttet wird. Und was hat nun das Aldosteron mit dem Blutdruck zu tun? Das Aldosteron führt in Ihrem Körper dazu, dass Natrium zurückgehalten wird und Kalium ausgeschüttet wird. Dieses Zurückhalten des Natriums hat zur Folge, dass Ihr Blutdruck ansteigt. Und nun sehen Sie auch schon ganz leicht, wenn dieses ACE gehemmt wird, wird weniger von dem Angiotensin 2 gebildet, wodurch die Gefäße im Körper etwas mehr entspannen. Das heißt, der Blutdruck sinkt dadurch und als zweites weniger von dem Aldosteron ausgeschüttet wird, wodurch nicht so viel Natrium im Körper zurückgehalten wird, wodurch auch da der Blutdruck etwas sinkt, denn Natrium wird dann etwas mehr ausgeschieden und dem Natrium folgt immer das Wasser. Das bedeutet, wenn das Aldosteron weniger gebildet wird, sinkt auch der Blutdruck. Als nächstes hat das Lisinopril aber auch noch Auswirkungen auf einen anderen Botenstoff im Körper, und zwar das Bradykinin. Das Bradykinin ist in mehreren Bereichen aktiv. Für Sie ist aber nur die Aktivität in der Lunge interessant, denn das Bradykinin kann dazu führen, dass die Lunge sich etwas zusammenzieht. Wenn nun das Lisinopril auf das Bradykinin Auswirkungen hat, und zwar dahingehend, dass das Bradykinin weniger abgebaut wird und mehr vorhanden ist, dann kann das natürlich zur Folge haben, dass Ihre Lunge sich etwas mehr zusammenzieht und das könnte sich in der typischen Nebenwirkung des Reizhustens oder aber auch des Räusperns zeigen und damit möchte ich auch schon zu den Nebenwirkungen überleiten.
Bei den Nebenwirkungen möchte ich Ihnen nur einen kleinen Auszug geben. Ich möchte Ihnen hier die Nebenwirkungen nur nennen, die mindestens jeden Tausendsten betreffen. Und zwar gehen wir hier gleich zum Thema Reizhusten über, denn der Reizhusten ist eine häufig vertretene Nebenwirkung des Lisinoprils. Ich habe Ihnen gerade schon kurz erklärt, woher diese Nebenwirkung kommt, aber wenn Sie sich nun angesprochen fühlen und sagen, ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich so leicht mich räuspern muss oder einen Husten habe seit der Einnahme, dann empfehle ich Ihnen mein Video hier oben. Das habe ich schon einmal dazu gedreht. Da erkläre ich Ihnen noch mal ganz genau, was passiert und welche Möglichkeit Sie dann haben, zusammen mit dem Arzt von dieser Nebenwirkung wegzukommen. Als nächstes kann es unter der Einnahme auch zu Nasenlaufen kommen. Es kann auch zu den typischen Magen-Darm-Beschwerden kommen, die bei jedem Medikament eigentlich immer wieder aufgeführt sind. Dazu zählt Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall. Das kann alles dem Lisinopril geschuldet werden. Wie eigentlich bei allen Medikamenten können auch Hautreaktionen auftreten, die sich zum Beispiel in Juckreiz oder in Hautausschlag äußern. Wenn Ihnen das auffällt, dann besprechen Sie das bitte mit Ihrem Arzt, denn da kann man den Wirkstoff in der gleichen Substanzklasse einmal wechseln. Dadurch kriegt man manchmal diese Nebenwirkung schon in den Griff oder aber man wechselt auf eine andere Substanzklasse. Sprechen Sie das bitte dann einmal an. Wenn Ihnen aber plötzlich auffällt, dass Sie Schwellungen zum Beispiel im Gesicht haben oder der Zunge oder der Lippen, dann sollten Sie das Lisinopril nicht mehr einnehmen. Sie sollten es sofort absetzen und einen Arzt aufsuchen, denn hier kann man jetzt nicht ausschließen, dass es sich nicht vielleicht um eine anaphylaktische Reaktion handelt, die behandlungsbedürftig ist. Wenn Sie in der Vorgeschichte auch schon mal mit einem anaphylaktischen Schock auf irgendwelche Arzneimittel reagiert haben, sollte das Lisinopril bei Ihnen keine Anwendung finden. Wenn das unumgänglich ist, dann besonders in der Anfangsphase nur unter guter ärztlicher Kontrolle. Bestimmte Blutparameter könnten unter der Einnahme des Lisinoprils auch leicht ansteigen. Da ist einmal der Harnstoff zu nennen, als zweites die Leberenzyme oder aber auch das Kreatinin und das Kalium. Weshalb das Kalium ansteigen kann, habe ich gerade in der Wirkweise schon erklärt. Und das Kreatinin ist ein Marker für die Nierenleistung. Wenn das ansteigt, dann wird die Nierenleistung als etwas schlechter berechnet. Das heißt, eine Verschlechterung der Nierenfunktion könnte dem Lisinopril geschuldet sein, muss aber nicht. Aber was trotzdem interessant sein könnte, ist, das Lisinopril wirkt nierenprotektiv. Das heißt, es wirkt sogar schützend auf die Niere und dieser Anstieg des Kreatinins, das kann einfach eine Nebenwirkung Ihres Lisinoprils sein. Als nächstes kann es natürlich, wenn es zum Beispiel bei der Herzinsuffizienz angewandt wird, zu einer Hypotonie kommen. Das bedeutet zu einer stärkeren Blutdrucksenkung oder aber auch zu einer orthostatischen Dysfunktion. Diese merken Sie manchmal, wenn Sie morgens aus dem Bett aufstehen. Und zwar ist es normalerweise so, dass wenn Sie aus dem Bett aufstehen, dass Ihr ganzes Blut im Körper versacken würde, in den Beinen. Das heißt, der Körper versucht, die Gefäße eng zu stellen als Gegenregulation, damit nicht das ganze Blut, gerade auch aus dem Gehirn, in die Beine versackt. Diese Regulation kann durch das Lisinopril etwas gehemmt werden aufgrund der Wirkweise. Das heißt, es könnte sein, dass Ihnen morgens etwas schummrig wird beim Aufstehen. Denken Sie dort einfach dran, einfach 1-2 Minuten länger an der Bettkante sitzen zu bleiben, bis Sie sich gut fühlen, denn dann hat der Körper sich etwas langsamer dagegen reguliert, denn diese Nebenwirkung könnte natürlich besonders bei älteren Patienten auch die Sturzneigung erhöhen. Halten Sie das deshalb bitte immer im Hinterkopf. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Benommenheit und Schwindel, auch das sind typische Nebenwirkungen, die aber eigentlich jeden Blutdrucksenker betreffen, denn eine Blutdrucksenkung geht besonders am Anfang der Therapie gerne mit diesen Nebenwirkungen einher. Das ist aber auch der Grund, weshalb Sie bitte besonders am
Anfang und auch bei einer Dosiserhöhung einige Zeit, ein paar Tage mit dem Autofahren vorsichtig sein sollten, dass Sie einfach darauf schauen, wie Ihr Körper darauf reagiert. Und wenn Sie merken, dass Sie es gut vertragen, steht dem Ganzen natürlich dann nichts im Weg. Auch die Nebenwirkung der Impotenz kann so in etwa jeden Hundertsten bis Tausendsten betreffen. Auch das ist eine typische Nebenwirkung, die fast bei allen blutdrucksenkenden Medikamenten zu finden ist, weil sie auch streng mit der Wirkweise verknüpft ist. Wenn Ihnen dahingehend etwas bei sich aufgefallen ist, was Sie in einen zeitlichen Zusammenhang mit dem Lisinopril setzen können, dann sprechen Sie Ihren Arzt bitte einmal darauf an, denn manchmal reicht es auch, mit ihm zusammen die Dosis etwas zu verringern, damit diese Nebenwirkung nicht mehr zum Tragen kommt. Auch von Stimmungsschwankungen, Depressionen oder aber auch Halluzinationen wurde bei etwa jedem Hundertsten bis Tausendsten berichtet. Auch wenn Ihnen das auffällt und Sie das in einen zeitlichen Zusammenhang zu der Einnahme setzen können, besprechen Sie das bitte mit Ihrem Arzt. Ich konnte hier jetzt nicht alle Nebenwirkungen aufführen. Ich möchte Sie nur daran erinnern, wenn Ihnen irgendwelche Symptome am Körper auffallen, die mit der Lisinopril-Einnahme plötzlich aufgetreten sind, dann schauen Sie doch einmal in den Beipackzettel. Aber selbst wenn es dort nicht aufgelistet ist, sprechen Sie Ihren Arzt bitte darauf an, denn es könnte trotzdem dem Lisinopril geschuldet sein und ein Wechsel auf eine andere Substanz aus der gleichen Substanzklasse kann dem meistens schon Abhilfe schaffen. Nun möchte ich einmal auf die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten eingehen. Auch hier gebe ich Ihnen einen kleinen Auszug, von dem ich denke, dass das die meisten betreffen könnte. Wenn Sie nun in die Apotheke gehen und sich ein Schmerzmittel kaufen gegen zum Beispiel ab und zu mal Kopfschmerzen, dann sollte es am besten der Wirkstoff Paracetamol sein, denn die gleichzeitige Einnahme von Substanzen, die zu der Klasse der sogenannten NSARs gehört, wie zum Beispiel das Ibuprofen, das Diclofenac, die Acetylsalicylsäure, das Naproxen. All diese Wirkstoffe können dazu führen, dass Ihr Blutdrucksenker nicht so gut wirksam ist. Ich spreche da nicht von der einen Tablette pro Woche, aber wenn Sie zum Beispiel jetzt vom Orthopäden ein Ibuprofen verordnet bekommen haben, was Sie über einen längeren Zeitraum einnehmen sollten, oder aber auch zum Beispiel einen Wirkstoff aus der Substanzklasse der sogenannten Coxibe, ich blende Ihnen die Beispiele hier einmal ein, dann kann das dazu führen, dass Ihr Blutdruck nicht so gut gesenkt wird. Das heißt, unter der gleichzeitigen Einnahme messen Sie bitte stetig Ihren Blutdruck, um diese Nebenwirkung ausschließen zu können. Und ansonsten, wenn Sie in der Selbstmedikation ein Schmerzmittel benötigen, dann wäre das Paracetamol bei Ihnen am besten, denn das weist diese Nebenwirkung nicht auf. Besonders wenn Sie jetzt schon eine Nierenfunktionsstörung haben, sollte man diese Kombination aus dem Lisinopril und einem Wirkstoff der NSARs vermeiden, denn das kann diese Nierenfunktionseinschränkungen noch verstärken. Und wenn Sie jetzt ein Patient sind, der das Lisinopril einnimmt, dann zusätzlich noch einen Wirkstoff aus dieser Gruppe der NSARs und zusätzlich noch ein Entwässerungsmittel, dann kann es unter dieser Dreifachgabe zu einer akuten Nierenverschlechterung kommen. Diese Wechselwirkung aus diesen drei Substanzklassen nennt sich Triple Whammy. Wer dazu Näheres hören möchte oder bei sich eine Verschlechterung der Nierenfunktion festgestellt hat und diese Medikamente einnimmt, dem empfehle ich mein Video dazu. Ich blende es Ihnen hier oben einmal ein, lege es Ihnen auch in die Infobox mit rein, denn darüber sollten Sie Bescheid wissen, denn diese Dreierkombination sollte man, wenn möglich, vermeiden. Eine nächste Wechselwirkung, die meist gewünscht ist die Wechselwirkung mit anderen Blutdrucksenkern oder aber Entwässerungsmitteln. Hier kommt es zu einer additiven Wirkung, das heißt, es kommt zu einer verstärkten Blutdrucksenkung, was ja häufig auch das Ziel dieser begleitenden Therapie ist. Was interessant ist, dass aber auch andere Substanzklassen in Kombination den Blutdruck senken können. Dazu zählen zum Beispiel
Antidepressiva aus der Klasse der trizyklischen Antidepressiva und auch fast alle Neuroleptika und auch bestimmte Prostatamittel wie zum Beispiel das Tamsulosin. Das heißt, wenn bei Ihnen diese Wirkstoffklassen angesetzt werden, dann kann es sein, dass Sie die Dosis des Lisinoprils zusammen mit dem Arzt etwas verringern können. Wenn Sie nun eine Erkältung haben und in die Apotheke gehen, dann sollten Sie, wenn möglich, nicht hochdosiert das abschwellende Nasenspray anwenden, denn das kann dazu führen, dass Ihr Blutdruck etwas steigt. Fragen Sie da am besten nach einem Kindernasenspray, weil das von dieser abschwellenden Wirkung meist ausreicht. Wobei Sie auch vorsichtig sein sollten, sind diese Komplexmittel, die besonders in den Nebenhöhlen abschwellend wirken, denn da sind häufig Wirkstoffe drin, die im ganzen Körper die Gefäße zusammenziehen lassen, wodurch bei Ihnen auch der Blutdruck ansteigen kann. Sprechen Sie da bitte Ihren Apotheker vor Ort einmal darauf an, dass er für Sie eine andere Alternative findet. Wenn Sie nun Diabetiker sind, dann kann es sein, dass das Lisinopril dazu führt, dass Ihre Antidiabetika, das heißt das Insulin oder aber auch die Tabletten, die Sie gegen Ihre Erkrankung nehmen, dadurch besonders am Anfang etwas stärker wirksam sind. Für Sie bedeutet das nur, dass Sie unter der Lisinopril-Einnahme besonders am Anfang regelmäßiger Ihren Blutzucker kontrollieren sollten. Und nach einigen Wochen hat sich das meist wieder zurückgebildet. Aber wenn Sie da merken, dass der Blutzucker weiterhin stärker gesenkt wird, kann das natürlich dann dazu führen, dass Sie weniger von Ihren anderen blutzuckersenkenden Wirkstoffen einnehmen müssen. Auch das besprechen Sie bitte, wenn Sie es dann bei sich feststellen, mit Ihrem Arzt. Wie Sie ja schon gesehen haben, spielt Kalium bei der Lisinopril-Einnahme immer eine entscheidende Rolle. Dann liegt natürlich auch nahe, dass bei den Wechselwirkungen andere Wirkstoffe, die den Kaliumspiegel erhöhen könnten, auch nicht unbedingt zum Einsatz kommen sollten, weil dadurch natürlich diese Nebenwirkung sich potenzieren könnte. Als erstes wäre da einmal die langfristige Einnahme von Heparin zu nennen. Die kann zu einer Erhöhung des Kaliumspiegels führen. Was hier besonders zu erwähnen ist, ist die gleichzeitige Einnahme von sogenannten kaliumsparenden Entwässerungsmitteln zu nennen. Dazu zählen hier in Deutschland das Spironolacton, Triamtaren und das Amylorid. Das sind Entwässerungsmittel, die Kalium in ihrem Körper zurückhalten. Das heißt, wenn die Einnahme unumgänglich ist, was häufig auch bei einer Herzinsuffizienz der Fall ist, dann sollten die Kaliumspiegel unbedingt engmaschig kontrolliert werden, am besten minimal halbjährlich und natürlich so Salzersatzmittel, was auch häufig auf Kalium basiert, sollte unter der Einnahme nicht angewandt werden. Und es gibt auch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, speziell die das Herz unterstützen sollen, in denen häufig auch Kalium mit drin ist. Schauen Sie da bei sich vielleicht mal auf die Packung. Auch die sollten Sie unter der gleichzeitigen Einnahme von Lisinopril nicht anwenden. Insbesondere bei einer verschlechterten Nierenfunktion kommen diese Wechselwirkungen schneller zum Tragen, wenn Ihnen natürlich der Arzt Kalium verordnet hat. Das macht er nur, weil er in Ihrem Blutbild gesehen hat, dass aus irgendeinem Grund der Kaliumspiegel zu niedrig ist. Dann dürfen Sie das Kalium so anwenden, wie der Arzt es empfohlen hat, aber bitte auch nur den Zeitraum, der für Sie angesetzt ist. Noch zwei Dinge zum Schluss. Als erstes, wenn Sie nun zu Patienten mit schwarzer Hautfarbe zählen, dann achten Sie bitte auf zwei Dinge. Und zwar kann das Lisinopril einmal bei Ihnen verstärkt zu dieser Nebenwirkung des Angioödems führen. Das heißt, achten Sie noch verstärkt darauf, dass es bei Ihnen nicht zu einer Schwellung im Gesicht, an den Lippen, im Mund, der Zunge kommt. Wenn das der Fall ist, bitte sofort absetzen und sofort einen Arzt kontaktieren.
Als zweites sei hier zu nennen, dass dieses System, was ich in der Wirkweise erklärt habe, bei Ihnen etwas schwächer wirksam ist. Das hätte aber auch zur Folge, dass dieses Eingreifen in dieses schon schwächer wirksame System einen nicht so großen Nutzen hat. Das heißt, für Sie achten Sie bitte darauf, dass wenn Sie jetzt Patient mit schwarzer Hautfarbe sind, dass Lisinopril bei Ihnen angesetzt wurde und Sie aber merken, dass es keine wirklich gute Wirkung hat, dann ist das dieser Tatsache geschuldet. Sprechen Sie auch das bitte bei Ihrem Arzt an. Als zweiten und letzten Punkt, den ich hier einmal nennen möchte, ist der Fall, dass wenn Sie eine Desensibilisierung machen, dass dabei die Lisinopril-Einnahme auch zu einem erhöhten Angioödem-Risiko führen kann. Das bedeutet, bestenfalls sollte das Lisinopril vorher zusammen mit Ihrem Arzt abgesetzt werden oder aber auch auf eine andere Substanzklasse ausgewichen werden. So, das waren jetzt so alle Punkte, von denen ich denke, dass Sie diese über Ihr Lisinopril wissen sollten. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch gerne dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie weiterhin gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.